Krokodilo gegen Plane Eater. Und du darfst den Kampf des Jahres nicht verpassen. Da war Plane Eater und Bombardino Krokodilo. Und die fangen gerade an zu kämpfen. Wir werden jetzt sofort unsere Drohne starten und Bombardino Krokodilo und Plane Eater verfolgen. Halt, stopp! Lass uns doch versuchen, unsere Drohne in ein Flugzeug zu verwandeln. Wir versuchen jetzt, unsere Drohne in ein Flugzeug zu verwandeln. Du musst dich beeilen. In 3, 2, 1. Komisch, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Dann starten wir unsere Drohne eben so. In 3, 2, 1. Da ist Plane Eater, wir haben ihn sofort entdeckt. Und er fliegt über den See. Das bedeutet, Bombardino Krokodilo muss auch hier irgendwo in der Nähe sein. Und dann kämpfen die, so wie wir es im Intro gesagt haben. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir haben die Drohne eine Sekunde in der Luft und sofort Plane Eater entdeckt. Also wir wissen, dass Plane Eater auf jeden Fall da ist. Jetzt müssen wir noch Bombardino Krokodilo finden. Die zwei sind nämlich Feinde. Sie hassen sich und sie kämpfen heute gegeneinander. Bombardino Krokodilo und der Flugzeugfresser. Und wir sind mittendrin mit unserer Drohne von Cayman und Flexi. Wir müssen aufpassen. Schau mal, auf dem Wasser schwimmen noch irgendwelche Leute mit ihrem Boot. Und die wissen gar nicht, dass es in der Luft im Himmel richtig abgeht. Und da kann es... Da ist er! Das ist Bombardino Krokodilo. Ihr seht, was macht er? Wir haben ihn so schnell gefunden. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass Plane Eater auch in der Nähe ist. Ihr habt es gesehen. Bombardino Krokodilo hat gerade versucht, Plane Eater zu finden. Oh mein Gott, die jagen sich gegenseitig hier auf dem See in der Luft. Das bedeutet, wir haben Plane Eater alleine gefunden, wir haben Bombardino Krokodilo alleine gefunden, aber die zwei haben sich noch nicht gefunden. Aber die suchen sich und der See ist nicht mega groß. Er ist zwar groß, aber nicht ultra groß. Aber ihr wisst ja, der Himmel ist unendlich, Freunde, und der ist riesengroß und die könnten sich da überall verstecken. Plane Eater und Bombardino Krokodilo. Das ist der erste Kampf, die erste Runde. Schaut euch an, Leute, wir sind live dabei. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten, gerade spannend. Die Frage ist ja jetzt nur, wer ist stärker? Wer gewinnt diesen Kampf? Plane Eater oder Bombardino Krokodilo? Beides sind Flugzeuge. Der eine hat ein Krokodil als Cockpit im Kopf und der andere hat einen Mund als Cockpit im Kopf. Für mich heißt es eigentlich unentschieden, aber es wird in diesem Video zu 100% einen Gewinner geben. Es ist auch dieses Mal ein fairer Kampf, denn beide sind gleich groß, beide sind aggressiv und beide können essen. Beide haben einen riesen Mund und beide sind auch so gut wie gleich schwer. Das ist, oh mein Gott, ich glaube, Plane Eater. Und schau mal, wie er aussieht. Mit seinem riesen Mund und was er macht, Leute. Aber warte, der haut doch ab gerade. Du hast recht. Das sah so aus, als ob er abgehauen wäre, weil hinter ihm Bombardino Krokodilo ist. Das heißt, wir fliegen jetzt kurz weiter. Vielleicht finden wir ja gleich Bombardino Krokodilo in der Nähe. Weil die haben sich nur ganz kurz gegenseitig angekämpft. Da wird noch ein großer Kampf folgen. Das bedeutet aber, Plane Eater hat Angst vor Bombardino Krokodilo. Das kann doch gar nicht sein. Auch Plane Eater ist sehr, sehr gefährlich und stark. Aber Bombardino Krokodilo ist immerhin ein Krokodil. Ihr wisst es ja, ein Krokodil. So ein Duell haben wir noch nie gesehen und ihr bestimmt auch nicht. Ihr dürft nicht abschalten. Schaut das Video bis zum Ende. Es wird richtig spannend. Ich freue mich schon. Ihr wollt doch bestimmt auch wissen, wer gewinnt. Deshalb schaut das Video unbedingt bis zum Ende und lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei Cayman und Flexi da. Der Abonnieren ist komplett kostenlos hier bei uns auf YouTube. Gerne, gerne, gerne. Ich suche jetzt gerade den ganzen See ab, aber ich finde die zwei nicht mehr. Könnt ihr sie erkennen? Ich glaube, wir müssen weiter hoch. Oder hat sich vielleicht Plane Eater irgendwo versteckt? Wir müssen weiter hoch in den Himmel. Wir können ja noch viel weiter fliegen mit unserer Drohne. Ja, wir sehen schon viel mehr. Der See wird immer größer und größer und größer. Und ihr könnt jetzt auch langsam die Berge erkennen. Schaut es euch mal genau an. Ihr könnt hier die Berge sehen. Natürlich, weil der See ringsrum von Bergen eingeschlossen ist. Boah, wie riesig ist dieses Gelände. Wie riesig ist das? Die können sich überall verstecken. Oh mein Gott! Bombardino und Plane gegeneinander. Sie kämpfen. Das ist die Runde 2. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Ihr dürft nicht abschalten. Schaut euch an. Boah, was passiert da Sie gerade? sind abgehauen. Sie sind beide verschwunden. Was zur Hölle? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Sind die abgestürzt? Nein, das glaube ich nicht. Das hätten wir gesehen, wenn irgendwas in den See reingefallen wäre. Er hätte das ganze Wasser gespritzt. Dann aber wäre da eine hat- riesige Welle gekommen. Aber da ist nichts. Guck mal, das Wasser ist komplett glatt. Nein, da müssen die irgendwo hingeflogen sein. Weil sie sind ja Flugzeuge, beide. Und Flugzeuge können fliegen. Zum Glück haben wir eine Drohne und unsere Drohne kann auch fliegen. Nur, wir dürfen nicht vergessen, unsere Drohne ist viel, viel kleiner als Plane Eater oder Bombardino Krokodilo. Schau es dir an. Da brennt ein Flugzeug. Irgendeiner brennt. Oh mein Gott, Plane
Eater ist verletzt. Weißt du? Natürlich, nach dem zweiten Kampf hat er mit Bombardino Krokodilo so gut wie gewonnen. Und ihr habt gesehen, ein Triebwerk von Plane Eater hat angefangen zu brennen. Das bedeutet, Das Krokodil hat ihn gepackt. und gebissen an dem Triebwerk. Da! Oh mein Gott, da ist Plane Eater. Er stürzt ab. Wie fliegt der? Er stürzt ab. Oh mein Gott, der stürzt ab. Der hätte fast unsere Drohne kaputt gemacht. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass der Kampf wirklich Bombardino Krokodilo gewonnen hat. Ich habe jetzt Bombardino Krokodilo nicht gesehen. Ich habe nur Plane Eater gesehen. Ja, und wo ist der hin abgestürzt? Leute, ich sehe aber da unten nichts. Ich sehe auch nichts. Warte mal, Blippi ruft an. Warum ruft denn Blippi jetzt auf einmal an? Geh am besten ran und hör, was er zu sagen hat. Okay. Hallo Blippi. Blippi hier. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Das war absolut unglaublich. Ich war gerade draußen am Herumspringen, so wie ich's gern mache. Und da, boom, am Himmel ist da ein großes, buntes Flugzeug geflogen. Und wisst ihr, wer drin war? Bombardino Krokodilo. Ja, der Bombardino Krokodilo. Also, er fliegt da oben, macht seine berühmte Doppelschraubenrolle und auf einmal, oh nein! Irgendwas ist schiefgelaufen. Das Flugzeug hat geflackert und gezischt und kaboom! Ist es runtergesaust. Direkt hinter den Hügel bei der Wackelbaumwiese. Okay, Blippi, wir haben alles verstanden. Du hast beobachtet, wie Plane Eater abgestürzt ist. Wie verrückt ist das denn? Ich werde da jetzt hingehen, jawohl. Ich, Blippi, werde zur Unfallstelle marschieren. Mit meinen super-duper Untersuchungsaugen, meiner Lupe. Ihr wisst schon, die mit dem Orangensaum und meinem Notizbuch. Ich muss rausfinden, was da passiert ist. War es ein technischer Defekt oder war es vielleicht der Wind? Warte, du darfst da auf gar keinen Fall hingehen und dir die Unfallstelle angucken. Du darfst da nicht hingehen. Du musst abhauen. Was machst du denn überhaupt dort? Fragen über Fragen. Ich gehe da jetzt hin, ganz vorsichtig natürlich. Ich pass auf, wo ich hintrete, denn wer weiß, vielleicht liegen da noch glühende Turboteile rum. Und wenn ich da bin, schaue ich mir alles an. Jeden Flügel, jeden Sitz, jeden Knopf. Ich werde alles notieren und dann baue ich vielleicht ein Modell davon. Oder noch besser, ein Rettungsflieger mit Knautschzonen. Wenn ich was finde, ein Hinweis, ein Schraubenschlüssel oder Bombardinos Cape, dann sage ich euch sofort Bescheid. Blippi hat einfach aufgelegt. Habt ihr das gehört, Leute? Blippi will unbedingt dahin gehen, wo Plane Eater abgestürzt ist. Die Frage ist, können wir ihm glauben? Ist er wirklich dort in der Nähe oder hat er uns ein bisschen angelogen und sitzt einfach nur zu Hause? Wir können es nur herausfinden, indem wir jetzt mit unserer Drohne zu Blippi fliegen. Da ist Blippi und er ist wirklich dort und ich glaube, der hat einen Koffer dabei. In dem Koffer muss sein Werkzeug sein. Er will unbedingt den Plane Eater untersuchen, welcher gerade abgestürzt ist. Sag mir doch nicht wirklich, dass Blippi dort ist, um Plane Eater zu reparieren. Er legt seinen Koffer ab und schaut sich um, aber Da ist Plane Eater! schaut mal, was Plane Eater macht. Er lebt hinter ihm. Pass doch auf, Blippi, du hast ihn schon gefunden. Er ist hinter dir, Blippi! Und Blippi bemerkt es nicht. Was macht Blippi da? Warum macht Blippi das? Er wartet doch extra auf Plane Eater, dann ist er dort und er sieht ihn nicht. Doch, er hat ihn gesehen. Er rennt weg. Ihr könnt es sehen. Blippi rennt weg. Jetzt hat er doch keine Lust mehr, der haut ja richtig ab. Er hat sogar seinen Koffer liegen lassen. Guck mal, er hat einfach seinen Koffer nicht mitgenommen. Er hat Angst bekommen, hat seinen Koffer vergessen und ist einfach abgehauen. Okay, wir haben ihn ja auch gewarnt in dem Telefon. Pass auf! Da ist Plane Eater. Oh mein Gott, nein, habt ihr das gesehen? Plane Eater hat soeben Blippi aufgegessen und ihr habt es gesehen, Blippi war im Cockpit drin. Und wir haben doch noch Blippi gewarnt, er soll doch bitte nicht dahin gehen, wo Plane Eater ist. Wir kennen doch alle Plane Eater. Das bedeutet, wir suchen jetzt Bombardino Krokodilo, Plane Eater und Blippi. Ja, Blippi suchen wir wohl jetzt nicht mehr. Es scheint Blippi im Magen vom Plane Eater zu sein. Du hast recht, Blippi wurde aufgegessen. Von Plane Eater. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Plane Eater finden und müssen ihn irgendwie dazu zwingen, Blippi wieder auszuspucken. Aber wir dürfen nicht vergessen, irgendwo in der Nähe wird auch Bombardino Krokodilo sein. Das gemeine Krokodil, welches sich als Flugzeug versteckt. Da ist er! Da ist er! Bombardino Krokodilo. Oh mein Gott, siehst du das? Ich glaube, er ist auf der Suche nach Plane Eater. Ich muss euch eins sagen, Leute. Ich bin jetzt auf der Seite von Bombardino Krokodilo, weil der kann Blippi retten. Stimmt natürlich. Da ist Plane Eater. Oh nein, da ist auch noch Blippi drin. Ihr seht Blippi da drin. Ihr habt ihn gesehen. Blippi war im Cockpit. Wenn nicht, spult das Video mal zurück und haltet es an. Da war wirklich Blippi. Ganz vorne im Cockpit auf der linken Seite saß wirklich Blippi im Plane Eater drin. Hinter dem Fenster. Ihr habt ihn ganz deutlich gesehen, Leute. Das heißt,
Bombardino Krokodilo muss den Kampf gegen Planeater gewinnen und dann können wir Blippi retten. Aber jetzt hat gerade eben Planeater Bombardino Krokodilo verfolgt und nicht andersrum. Das bedeutet, Planeater ist stärker geworden, dadurch, dass er Blippi gegessen hat. Und er war auch rot, ihr habt es gesehen, schaut es euch an. Oh mein Gott, er hat wieder richtige Kraft, er ist wieder ein richtiges Flugzeug. Er ist diesmal nicht abgestürzt, sondern nach oben gestiegen. Oh mein Gott, es hat sich umgedreht. Jetzt jagt Planeater Bombardino Krokodilo. Mit so einer Wendung hätte ich niemals gerechnet. Zum Glück seid ihr noch da. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Dank euch schaffen wir es, Blippi zu befreien. Das bedeutet, der Kampf fängt wieder von vorne an. Ihr müsst unbedingt dranbleiben und schauen, wer ist der Stärkere. Und ihr seht es, ich fliege wieder ganz weit hoch mit unserer Drohne, damit wir im Himmel die 2 Flugzeuge entdecken können. Das ist sehr gut. Wir können jetzt wirklich einen großen Raum der Luft und Himmel absuchen. Und wir suchen natürlich jetzt Bombardino Krokodilo und den Flugzeugfresser Planeater. Weil die werden bestimmt nochmal aufeinandertreffen. Und dann kann es sein, alle guten Dinge sind 3, der 3. Kampf. Du siehst es aber gerade, ich schaue mich um, 360 Grad, aber da ist niemand. Doch, da fliegt jemand. Das ist Planeater. Das ist Planeater. Der greift uns an. Pass auf. Freunde, Mann, habt ihr das gesehen? Der wollte uns zum 2. Mal angreifen. Und ich wollte mich gerade so schützen, aber zum Glück sind wir ja nicht vor Ort, sondern in Anführungszeichen nur unsere Drohne. Wenn unsere Drohne aber abstürzt, endet dieses Video. Das Video geht so lange, bis unsere Drohne abstürzt. Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig fliegen. Wir wissen, dass beide Flugzeuge genau dort in der Nähe sind. Okay, aber hier ist er nicht mehr. Da war aber gerade da. Wir haben beide und wir haben alle Planeater gesehen. Von da vorne hat er uns gerade im Sturzflug angegriffen und ist auf unsere Drohne drauf. Er will nämlich nicht, dass wir auch vor Ort sind. Er will nicht, dass wir dort sind. Erst hat er Blippi gegessen und jetzt will Planeater noch uns essen? Ja, unsere Drohne will er essen. Kevin und Flexi. Du siehst, ich flieg weiter hoch. Oh mein Gott. Er brennt wieder. Oh mein Gott, war da ein Kampf und den haben wir übersehen? Ihr seht es, Leute, Planeater brennt. Sein Triebwerk wurde wieder angegriffen. Eins war es auf der linken Seite. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Das bedeutet, Bombardino Krokodilo hat versucht, gerade Planeater in die Knie zu zwingen. Nur die Frage ist, stürzt Planeater jetzt wieder ab oder rettet er sich? Wir bleiben dran, wir schalten nicht ab, wir suchen weiter. Ich finde ihn aber nicht gerade. Wo ist er denn hingeflogen? Weit kann man ja so nicht fliegen. Das heißt, er muss irgendwo in der Nähe sein. Planeater müsste in dem Zustand jetzt eigentlich eine Notlandung auf irgendeiner Piste einlegen. Ja, dann müssen wir schauen, wo es so eine Landebahn oder sowas Ähnliches gibt, wo Planeater landen kann und repariert werden kann. Ich weiß es, ich weiß, wo es eine gibt im Freizeitpark. Wir müssen zum Freizeitpark fliegen, da gibt es eine riesengroße Landebahn. Gibt es da wirklich eine Landebahn? Ja, Leute, wenn wir jetzt zum Freizeitpark mit euch fliegen sollen und die Landebahn anschauen, lasst ein Like da. Hey, das stimmt, der Freizeitpark ist hier in der Nähe. Wenn das Planeater schafft, dahin zu fliegen, kann er dort perfekt landen. Wir sind jetzt auf dem Weg mit euch zum Freizeitpark und wir sind auch gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Wir dürfen jetzt nicht die Geduld verlieren. Hoffentlich hast du recht, weil wenn Cameron recht hat, dann wird dort Planeater sein. Und er hat nur noch ein Triebwerk. Wenn er nur noch ein Triebwerk hat, muss er landen. Und die einzigste Landebahn, die ich jetzt kenne hier in der Nähe, ist im Aber Freizeitpark. vorsichtig! Wenn wir das wissen, dann weiß das Bombardino Krokodilo vielleicht auch, dass dort eine einzige Landebahn ist. Ist ja auch ein Flugzeug. Du hast recht, Leute, wir verschwenden keine Zeit. Wir fliegen jetzt direkt mit euch zum Freizeitpark. Oh mein Gott, das ist der, gell? Das ist der Freizeitpark. Ihr könnt es sehen, überall sind Attraktionen. Und ihr seht es, er ist wirklich riesengroß. Er hat auf jeden Fall Platz für eine ganze Landebahn für ein Flugzeug. Ich suche die Landebahn noch kurz. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Freizeitpark. Der muss aber irgendwo sein. Da sind so Reifenspuren auf dem Boden. Natürlich wegen Landung und Start, ist ja klar. Da sind so Gummirabriebe auf der Fahrbahn. Aber pass auf, jederzeit kann Bombardino Krokodilo um die Ecke fliegen. Schau mal, das ist ein Flugzeughangar. Stimmt. Leute, wir schauen jetzt direkt mal unter den Flugzeughangar. Da werden die Flugzeuge doch immer startklar gemacht. Dann fahren sie raus, aber sie fahren ja dann zur Landebahn. Das heißt, sie muss irgendwo in der Nähe sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Da haben Leute irgendwelche Tische hingestellt. Warum? Weil vielleicht schon lange Zeit kein Flugzeug mehr dort war. Okay, Leute, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir fliegen den ganzen Park weiter ab. Irgendwo wird die Landebahn sein, da bin ich mir ganz sicher. Okay, hier ist ein Auto. Guck mal, das ist ein einziges Auto. Und ihr seht schon allein die Straße, wie groß die ist. Umso größer ist auch die Landebahn. Fällt euch was auf? Fällt euch auf, dass hier keine einzigen Menschen sind? Ich sehe keine einzige Person. Vielleicht haben die gerade schon Planeater in der Luft gesehen mit dem kaputten Triebwerk. Und deswegen ist es jetzt ein verlassener Freizeitpark. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt diese versteckte Landebahn dort finden. Leute, ihr bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann werdet ihr mit uns zusammen diese Landebahn finden. Euer Kapitän, also ich fliege auf dem besten Wege dahin und ihr könnt es sehen, hier ist das Auto. Auf zur Landebahn. Wo ist die? Oh mein Gott, so groß ist es. Ich glaube, die war da hinten irgendwo. Ja, da hinten. Hier. Hey, das sieht so aus. Leute, ihr seht es, Mann. Warte, ich fliege weiter. Ich muss näher ranfliegen. Ihr könnt es erkennen.
Da ist die Landebahn. Und seht ihr das, wie versteckt die ist? Die ist zwischen den Häusern versteckt und ihr seht hier auf dem Boden die Gummispuren, die Bremsspuren. Wahnsinn! Genau dort kann man starten und landen und das macht Plane Eater. Okay, und hier ist noch eine Startrampe. Rampe nach oben in die Luft. Ihr seht die Startrampe, wir sind richtig, Mann. Und du weißt ja, Plane Eater kann ja auch laufen auf der Straße. Aber Plane Eater ist noch nicht da, das bedeutet, Plane Eater ist noch bei uns in der Luft. Ja, aber seht ihr das ganz genau? Das sind doch richtige Absprünge. Das weiß. sind doch Spuren überall. Aber wo ist Plane Eater? Plane Eater hat ja nur noch ein Triebwerk, weil Bombardino Krokodilo das gegessen hat. Ihr seht hier genau die zwei schwarzen Kreise auf der Landebahn. Die müssen doch irgendwas bedeuten. Okay, und hier sind blaue Bänke und rote Bänke. Keine rote Bank, sonst nur blaue Bänke. Okay, Leute, Mann, ich glaube, irgendwo muss hier Bombardino sein. Ja, aber wo? Oder Plane Eater. Plane Eater muss dort landen. Er hat ein kaputtes Triebwerk. Und schaut euch mal das an. Was ist das? Ist das auch eine Rampe? Was? Aber eine ganz kleine Rampe. Ihr seht es, da vorne oben am Bild ist eine Rampe über uns. Wir haben ja vorhin die andere gesehen, die war 3-mal 10-mal so groß. Da startet Plane Eater immer. Er läuft an, er fliegt und hopp in die Luft. Ich flieg mal näher. Leute, ich flieg mal näher. Da muss irgendwas ist hier faul. Ihr seht es. Was macht der denn da?